Alexandra, frage die Karten, zeigen mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben, und willkommen zum Portaltage-Orakel für den März. Wir schauen uns an, was hier für Themen kommen fürs Kollektiv. Ich hoffe, dass ich eine Anregung für viele dabei habe. Um was geht es? Was dürfen wir ansehen? Und ich bin gespannt. Ich werde mal gucken, ob ich es irgendwie hinkriege mit 2 Decks, dass wir hier ein bisschen mehr Aufklärung kriegen. Ja, Aufklärung, und da fallen schon die Wolken. Ich habe das so, dass wir irgendwo noch nicht richtig hingeguckt haben. Das Ganze hat was mit dem Thema Vergebung zu tun. Möglicherweise entsteht ja auch eine nebelige Situation, weil wir einen Punkt übersehen, der sehr wichtig für uns wäre, im Frieden zu sein. Einen Punkt, wo wir vielleicht auch auf der Ebene nicht richtig vorankommen, wo so eine gewisse Romantik herrscht, wo Freundschaft und Loyalität einen bestimmten Wert im Leben haben. Es kann hier auch sein, dass wir uns sehr damit beschäftigen, wer aus unserem Leben, sind hier Freunde, hat uns vielleicht in diese Situation gebracht, wo wir das, was wir so besonders schön fanden, nicht mehr so empfinden konnten. Und da hängt irgendwie etwas nach. Es hat was mit Loslassen zu tun. Vergebung macht auch frei, auf jeden Fall. Und es hat was mit Loslassen zu tun von alten Kreisläufen oder von Themen, die sich immer wieder zeigen, die aus dem Beziehungsbereich kommen oder die auch in der Vergangenheit irgendwas ausgelöst haben, was uns an dem Thema vorbeischrammen ließ. Ne? So, wo sind die Menschen, die unseren Beziehungsbereich, unsere Romantik erhöhen können? Wo fehlt es mir? Wo hänge ich noch irgendwo, weil ich an einem Thema rummache, das schon lange keinen Wert mehr hat? Es gab in der Vergangenheit schon Zeichen. Etwas hat sich gewendet, auf einen anderen Platz gestellt. Ein bisschen Führung. Aber im Moment einfach dieses Ding, ich stehe im Nebel und muss mich klären oder muss suchen, welcher Bereich bei mir noch keine Vergebung gefunden hat. Es kann ja auch etwas sein, was man sich selbst vergeben muss, darf, wo man nicht festhält an irgendeinem Muster, das wiederkehrend ist, das Wiederholungen mitbringt. Man sehnt sich hier vielleicht auch danach, dass man das Umfeld wieder so erleben kann, dass es einen aufblühen lässt, dass da Vertrauen ist, dass die Freundschaft ein großer nährender Teil ist in uns. Wir haben hier etwas, was sich aus der Vergangenheit zeigt, was sich gut entwickelt hat, und es könnte hier eigentlich so sein, dass sich genau dieses hier im Nirvana verlaufen hat und jetzt eben zu einer Situation führt, wo man nicht weiß, warum. Das Schöne ist, man erarbeitet sich hier zur emotionalen Fülle wieder hin. Es nützt alles ja auch nichts, ne? Wenn man mehr in der Gegenwart leben würde, dann hätte man auch in der Zukunft eine schöne Vergangenheit. Und es geht hier darum, dass wir durch Schnitte, die wir gemacht haben, die hier mit dem Bereich Loslassen zu tun haben oder auch die Wunden hinterlassen haben oder Situationen, wo wir uns eben nicht trennen konnten und uns deshalb von der Fülle abgeschnitten haben, die liegen hier so, dass wir das in der nächsten Zeit ganz gut hinkriegen, Verluste sein zu lassen, zu erkennen, wo uns irgendetwas trennt von dem, wo wir eigentlich hinwollen.
Ich habe hier Themen, die wirken schon aus dem Kinderdasein oder noch aus dem Kinderdasein. Da war es noch einfach, ne? Da bist du hingegangen, hast gesagt, du bist jetzt gar nicht mehr meine Freundin. Und dann war es halt so. Dann hatte man andere Freunde, aber hier kriegt man die neuen Möglichkeiten. Ein Gefühl der Sicherheit, das sich hier einschleicht in alle Themen, wo man vielleicht auch ganz klein und zerbrechlich ist. Es kann ja auch darum gehen, dass man hier überdenkt, wo habe ich selbst, ne? Wir fallen selber, wo habe ich selbst mir etwas zu vergeben, das anderen vielleicht auch ein Stück weit was genommen hat. Wir kriegen hier sehr viel Gelegenheit für geistiges Wachstum, ich hätte jetzt fast Epoche gesagt, eine Ära, in der wir sehr viel erkennen, sehr viel lernen und wo Hindernisse beendet werden. Sachen, die sich einem ständig in den Weg stellen, Belastungen, die sich aufzeigen, eine gewisse Sturheit, wie man mit den Dingen umgeht, auch wo man sich selber im Weg steht, weil man die Sachen nicht richtig erkennt oder fehldeutet. Sowas kann ja auch der Fall sein. Und am Ende haben wir hier das Gleichgewicht liegen. Etwas kommt wieder in Balance, etwas kommt aus dem Mangel in die Fülle. Eine Ausgeglichenheit, die sich hier einschleicht. Nicht hier dieses schwere Festhalten an einem Krug, der nachher leer ist, sondern das sich ganz fühlen liegt da dabei, die Ganzheit. Guckt aus dem Mangel ins Gleichgewicht. Aus der Disharmonie in die Harmonie. Hier unten haben wir noch die Wege. Das hier ist auch eine Sache, wo man in der Partnerschaft einen Weg findet. Wieder mehr das Gefühl von, die Dinge laufen rund. Romantik ist für jeden etwas anderes. Möglicherweise erkennt man hier auch den Weg, wo man dem Partner irgendwas vergeben muss, das mal passiert ist oder wo man halt wirklich denkt, das war jetzt so ein Schnitt, das hat mich so umgehauen. Das kann manchmal schon ein Wort sein oder eine Sache, wo man nicht eins war. Yin und Yang, wir haben den Mann, die Frau, das Gleichgewicht, etwas, was sich ebnet in einem selber, wo du einfach spürst, da darf ich auch noch mehr ins Annehmen der Fülle kommen. Da muss ich mal über den Punkt kommen, wo ich eben an die Geschenke der Vergangenheit auch denke und etwas mitnehme, was mir da ein Geschenk gebracht hat. Sehr spannend. Also das ist hier so ein Umbruch auch im Partnerschaft, in der emotionalen Fülle. Es kann ja auch darum gehen, dass man Partner glorifiziert hat. Es muss nicht im Hier und Jetzt sein, es kann in der Vergangenheit sein, wo man gedacht hat, das ist mein Retter. Das ist der Ritter mit dem weißen Pferd oder die Ritterin mit dem weißen Pferd. Und dann hat sich etwas nicht so gestaltet, wie man gerne gehabt hätte, weil sämtliche Konditionierungen hier aus dem Kinderdasein die Sicherheit genommen haben. Und das Leben sagt uns hier eigentlich, guck mal, wie üppig die Wiese ist und wie groß das Potenzial. Und wir sind nicht hier nur, um zu arbeiten, im Groll zu sein, in der Unklarheit zu stehen, sondern auf uns kommt es in der näheren Zeit an, wie gehen wir damit um, wo gönnen wir uns Vergnügen, wo haben wir ungenutztes Potenzial, das uns selber auch wieder mehr in die Verbindung mit allem bringt
Und hier scheint eine große Lernaufgabe zu sein, die man dann auch so abhaken kann, ne? Die Sense liegt uns hier im Kopf, das heißt, wir denken auch viel darüber nach, wo wurde uns was weggenommen, wo sind wir da verletzt oder verwundet, wo du einfach sagst, das wäre mir zugestanden, aber wir haben das Ruder nicht gerissen bekommen. Das kann im Prinzip auf alle Situationen gemünzt werden, wo du mit einem anderen Teil agierst, wo etwas ist, was im verbindlichen Bereich einfach weit am Vergnügen vorbeischrammt. Ja, und dieses Portaltage-Reading möchte uns eigentlich sagen, dass wir das Leben wieder mehr auskosten, dass wir Vergnügen finden in den Dingen, dass wir genussvoll mit allem umgehen. Das fängt ja schon beim Essen an. Du kannst jetzt zum Beispiel in der Hand ein Brötchen essen oder du kannst romantisch den Tisch decken mit einer Kerze und einem Glas Wein zum Beispiel. Ne? Das sind zweierlei unterschiedliche Dinge, etwas wahrzunehmen, was einem selber gut tut. Es geht auch um die eigene Sinnlichkeit. Ne? Hier liegt sehr viel Produktivität auch dabei. Man möchte tun, man möchte handeln, man möchte in die Klarheit, aber im Prinzip ist es mit Arbeit verbunden und hier möchte die Karten einfach sagen, dass wir so vergnügt wie möglich durch unser Leben gehen dürfen und das ist nicht verboten. Ne? Das könnte die Aufgabe hier sein, die mit dem geistigen Wachstum zu tun hat, dass man eben alles mit den Sinnen wahrnimmt, dass man sein eigenes Potenzial auch noch durchbrechen kann. Da ruht etwas, was gelebt werden möchte und das ist hier das Portaltage-Orakel für den März. Es passt auch gut, ne? Die Wiese, im März blüht einiges auch wieder auf. Und dann haben wir hier noch den Klee, das Glück liegt vor dir. Also wende dich dem Vergnügen, der Zufriedenheit und dem Glück zu. Und es kommt ja auch immer darauf an, was verbindet man denn damit, was einen glücklich macht. Für die einen ist es genug Romantik, wenn sie eine Kerze haben oder genug Glück, dass das Ambiente verändert. Für andere ist es Glück, wenn sie mit ihrem Partner mal eine schöne Stunde haben, wo eben nicht die Vergangenheit dazwischen grätscht oder die Alltagsthematik. Für andere ist es die Fülle im Finanziellen. Das kommt immer darauf an, was man selber daraus macht. Glück ist nicht universell, für jeden das Gleiche. Und das finde ich jetzt auch sehr schön, denn wir haben ja hier die Wolken in der Mitte. Und mit der Haselnuss haben wir die Schleier, die sich lichten. Ja, man kann zwischen die Dinge, zwischen die Themen gucken. Die Energie ist nicht so dicht wie bei den Wolken. Und der Himmel klärt sich auf und man besinnt sich auf das Wesentliche. Okay, ihr Lieben, wir schauen noch, was das Vögelchen dazu sagt. Und dann lassen wir das mal so stehen. Das Rotkehlchen. Verweile in deiner Mitte und höre auf die Sprache deines Herzens. Du bist äußerst kommunikativ und sehr gewandt in deiner Wortwahl. Es ist Zeit, das loszulassen, was keinen Platz mehr in deinem Leben hat. Also, schubsen wir die Wolken weg, machen wir uns ein bisschen Vergnügen und Romantik. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderbaren März. Ich drücke euch bis bald.